The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Okay, good afternoon. Good evening, everyone. It's David, and welcome to our product training webinar. And with me today is Lifewave leader Jan Wiegel. Jan, welcome. Thank you very much, David. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Hier spricht David mit der deutschen Übersetzung heute von Jan Wiegel. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu unserem heutigen Trainingswebinar. And today we will be having a training on the X39 and stem cells. Und heute werden wir als Schwerpunkt unseres Trainings das Thema X39 und Stammzellen haben. Now, before we get started with that, I do want to take this opportunity to point out our Lifewave X39 website. Bevor wir damit anfangen, möchte ich nochmal auf unsere X39-Webseite speziell vorstellen. This is a website where, of course, you can learn each week some new information about the X39. Dies ist eine Webseite, auf der Sie jede Woche neue Informationen über X39 finden und kennenlernen können. How you can get the X39. Natürlich auch, wie Sie X39 selber erhalten können. And each week, the website is updated with new X39 testimonials. Und ebenso ist jede Woche diese Webseite mit neuen Testimonials und Erfahrungsberichten abgedatet. So definitely go back and visit this website each week. Von daher können wir nur empfehlen, diese Webseite jede Woche neu anzuschauen. So with that, we will go ahead and get started with our training webinar. Nachdem wir das gesagt haben, fangen wir einfach an mit dem Trainingswebinar. And as with all of our training webinars, at the end, you will have an opportunity to ask any questions that you might have. Und wie bei all unseren Produkttrainingswebinaren haben Sie natürlich die Möglichkeit, am Ende des Webinars Fragen zu stellen und Ihre Hand dabei zu heben. Now, of course, this product training is about the X39 and stem cells. And the X39, of course, represents an entirely new generation of Lifewave patches. X39 repräsentiert eine komplett neue Generation von Lifewave-Pflastern und es geht hierbei um Stammzellen. And the easiest way to understand the X39 is that it activates stem cells in the body. Die einfachste Art, wie man die Wirkungsweise von X39 verstehen kann, ist, dass einfach X39 Stammzellen im Körper aktiviert. But the question, of course, is exactly what are stem cells? What did they do and why are they important to us? Und da stellt sich natürlich die Frage als erstes mal, was sind Stammzellen überhaupt und warum sind sie für uns wichtig? So that's what we're going to be exploring today. Und genau das werden wir heute zusammen herausfinden. Okay, now the first thing is that the proper definition of a stem cell is that it is a undifferentiated cell that can basically become any other cell in the body. Also als erstes mal fangen wir mit der Definition an. Also als Stammzelle wird allgemein jede Körperzelle bezeichnet, die jede andere Zelle im Körper oder im Gewebe werden kann. So, it is obvious then that stem cells play a very important part in our body in repairing damage. Und damit ist es natürlich offensichtlich, dass Stammzellen eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der Reparatur von jeglicher Form von Schäden in unserem Körper. So, when a stem cell divides, it can either become another stem cell or it can become a specialized cell, like a liver cell or a muscle cell. Und wenn die Stammzellen sich teilen, dann kann die neuen Zellen entweder wieder eine Stammzelle werden oder sie kann auch eine spezielle Zelle werden, wie zum Beispiel eine Leberzelle oder eine Muskelzelle. And stem cells will effectively give rise to the entire body. So this is a very simple way to look at this. It's actually much more complicated, but in its most basic sense, a stem cell can
can turn into any other cell in the body. Und das ist der Grund, warum Stammzellen so wichtig für den gesamten Körper sind, aus vielen Gründen. Das ist natürlich alles viel komplizierter, aber prinzipiell kann man einfach mal sagen, dass die Stammzelle jede Funktion von jeder Zelle im Körper oder auch von jeder Form von Gewebe im Körper übernehmen kann. Und das ist natürlich alles viel komplizierter, aber das ist erstmal der Hauptgrund, warum, wenn man gesunde Stammzellen hat, hat man auch alles andere, kann auch alles besser reparieren. So let's say that we have damage to our knee. It's going to be the stem cells that are going to repair that damage and make the new parts in the knee. Sagen wir einfach mal, wir haben eine Beschädigung oder Schmerzen im Knie, dann sind es die Stammzellen, die das Knie wieder reparieren können. Now, when people exercise, such as weight training, the goal of the weight training is to damage the muscle so that the muscle becomes bigger and stronger. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Menschen denken, die trainieren und Gewichte heben, dann ist das Ziel des Trainings, die Muskeln zu beschädigen, um damit im Prinzip, oder die Zellen zu beschädigen, um damit neues Muskelwachstum erreichen zu können. One very interesting thing with the X39 is that people report that they are recovering from exercise much more quickly. Und es ist interessant zu sehen, dass gerade Menschen, die sportlich trainieren, berichten, dass sie von ihrem harten Training, nachdem sie X39 nehmen, viel schneller sich regenerieren können. This would make sense because it would mean that the activated stem cells are repairing the damage to the muscle, and this, of course, would improve athletic performance. Das macht auch durchaus Sinn, denn das würde bedeuten, dass die Stammzellen aktiviert werden und das beschädigte Muskelgewebe schneller reparieren und damit höhere Leistung erzielen können. Now, another way that we can look at this is that in some adults' tissues, so we say like the muscle, the brain, there's stem cells that are there. So in other words, stem cells exist throughout the body. Eine andere Art, wie wir uns der Sache annähern können, ist, dass Stammzellen überall im Körper vorkommen, ob das jetzt im Gehirn ist oder zum Beispiel eben im Muskelgewebe. Überall befinden sich Stammzellen. And the purpose of this is that we need these stem cells to repair and replace everything in the body. Und der Sinn der Sache ist, dass wir diese Stammzellen einfach benötigen, um Zellen zu reparieren oder zu ersetzen, überall im Körper, wo Schaden entstanden ist. Now, of course, there's a tremendous amount of research that's being done on stem cells, and much of this is just to figure out how do stem cells work and repair and heal the body. Es ist natürlich eine Menge Forschung gemacht worden und läuft auch nach wie vor, wie Stammzellen genau den Körper heilen können. This is one of the reasons why stem cell therapy is illegal in most countries, because there's still much about stem cell therapy that is not known. Und das ist einer der Gründe, warum Stammzellentherapie in vielen Ländern verboten ist, weil es einfach noch so unbekannt ist. Now let's understand the reason why stem cell therapy is not legal in most countries today. Lassen Sie uns einmal anschauen, woran es liegt, dass Stammzellentherapie in vielen Ländern heutzutage verboten ist. And then you'll begin to understand why the X39 has so much more value over traditional stem cell therapy. Und dann werden Sie danach automatisch auch verstehen, warum X39 so einen höheren Wert hat gegenüber einer herkömmlichen Stammzellentherapie. So, as you can see right at the top, there are many different types of stem cells. This is why when we were saying that stem cells turn into any other cell in the body, that's very simplistic. Actually, there are many different types of stem cells, which makes this more complicated. Wenn Sie sich die Grafik oben anschauen, sehen Sie, dass es ganz verschiedene Arten von Stammzellen gibt, die im Körper vorkommen, die aber alle die Aufgabe haben, dementsprechend den Körper zu reparieren. Und das ist jetzt einmal eine sehr vereinfachte Grafik, wenn wir einfach nur mal generell über Stammzellen sprechen wollen. And if we look at the bottom, at the multipotent stem cells,
you can see that multipotent stem cells only turn into certain other cells. Wenn wir mal weiter unten gucken, zum Beispiel diese multipotenten Stammzellen, dann sehen wir, dass die auch wiederum nur in andere Zellen, in andere multipotente Zellen wiederum sich teilen können. So here would be the risk if you took a stem cell that was for the brain and you injected it into the liver, it could actually end up damaging your liver. Und das ist zum Beispiel das Problem. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Stammzelle verwenden, die für das Gehirn konzipiert war und Sie injizieren die zum Beispiel jetzt in die Leber, dann kann es sein, dass Sie die Leber damit schädigen. So let's back up just a moment. When we're looking at the pluripotent stem cells, basically they can become any other cell in the body. Wenn wir uns jedoch die anderen Stammzellen hier angucken, die sind in der Lage, jede andere Zelle im Körper zu werden. And stem cells, as I mentioned, that can give rise only to a smaller number of cells, those are the multipotent stem cells towards the bottom. Also die Zellen, die pluripotent sind, können jede andere Funktion übernehmen. Und diese multipotenten Zellen können eben nur genau die Funktion wieder übernehmen, die sie vorher auch schon hatten. So these adult stem cells, again, they're found throughout the body and they're involved in making healthy new tissue or repairing damaged tissue. Also diese erwachsenen Stammzellen werden überall im Gewebe gefunden oder in vielen Zellen und sind in der Lage, jede Zelle im Körper nachzubilden. So one form of stem cell therapy involves taking the stem cells out of your body and then injecting them into where they are needed. Also eine Möglichkeit unserer Stammzellentherapie, die bekannt ist einfach die sozusagen aus dem Körper rauszuziehen, diese Stammzellen, und dann an die Position im Körper wieder zu injizieren, wo sie gebraucht werden. But you can see why this would be risky, because if the procedure is not done properly, it could end up damaging healthy tissue. Aber das ist natürlich ein gewisses Risiko, weil wenn das nicht hundertprozentig korrekt ausgeführt wird, dann kann es Gewebe und Zellen auch schädigen. So this is one of the many reasons why the X39 is so much safer than conventional stem cell therapy. Und das ist einer der Gründe, warum die X39-Pflaster so viel sicherer sind als die konventionelle Stammzellentherapie. So, not surprisingly, stem cell therapy has become very controversial over the years. One of the reasons is that it was originally associated with subjects like human cloning. Also Sie sehen schon, das ist einer der Gründe, warum die Stammzellentherapie so ein bisschen in Verruf gekommen ist. Und es hat auch damit zu tun, dass das in Zusammenhang gebracht wird mit Klonen. And you should be aware that clinics offering stem cell treatments, they often make claims that are not supported, and in most countries, this therapy is not legal. Und Kliniken, die Stammzellentherapie anbieten, sagen auch, dass sie von der Wissenschaft nicht unterstützt werden. And it is important to know that the reason why most governments make stem cell treatment illegal is because it has not yet been proven completely safe and effective. Es ist also wissenschaftlich noch nicht wirklich als sicher und auch effektiv bewiesen oder erwiesen worden, und deshalb ist es in vielen Ländern verboten. And this is because of exactly what we showed in the diagram, is that different types of stem cells come from different places in the body and have different functions. Und das liegt einfach daran, weil verschiedene Arten von Stammzellen aus verschiedenen Orten im Körper unterschiedliche Funktionen haben. Now,
one of the many benefits of stem cell therapy is that the immune system would not attack your own cells. Das Tolle oder der Vorteil der Stammzellentherapie ist, dass das Immunsystem nicht die körpereigenen Zellen attackiert. But when your stem cells are removed from your body, if they are not processed properly, then they can damage your own healthy tissue when they're placed back into your body. Aber wenn die Stammzellen eben nicht korrekt aus dem Körper entfernt werden, dann können sie wiederum das Gewebe schädigen, wenn sie danach wieder in den Körper injiziert werden. So, of course, you already have stem cells in your body. All we really need to do is activate them and get them to the place where you need them. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, die Stammzellen, die wir sowieso alle im Körper haben, zu aktivieren und an den Platz im Körper zu bringen, wo sie benötigt werden. So this method, of course, makes the X39 extremely safe, very inexpensive, and highly effective. Und genau diese Methode hat das X39 und das macht diese Methode natürlich auch extrem preisgünstig und sehr effizient und sicher. And a good way to be thinking about this is that instead of putting stem cells into the body, we're elevating a peptide that activates your own stem cells. Die Methode ist also anstelle Stammzellen in den Körper zu injizieren, einfach die körpereigenen Stammzellen zu aktivieren durch ein körpereigenes Peptid. Now, one of the many benefits of the X39 is that it produces an immediate effect. Eines der großen Vorteile von X39 ist, dass wir einen sofortigen Effekt erzielen. Now, most of the people that feel the immediate effect has to do with wound healing. Die meisten Menschen spüren diesen sofortigen Effekt in der Verbindung mit einer Wundheilung bzw. mit einer Regeneration von Schmerzen. So, for example, someone will use the X39 when they have an injury. They will feel a reduction of pain and inflammation as the healing process begins. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Verletzung hat und er wendet das X39-Pflaster an, spürt er eine Verringerung von seinen Schmerzen und eine Aktivierung und einen schnelleren Heilungsprozess, als das normalerweise der Fall wäre. And by the way, what people are very surprised about is how quickly the X39 goes to work. Und die meisten Menschen sind sehr erstaunt darüber, wie schnell das X39 wirklich effektiv wirkt. So, you might want to know, how can you get the most out of the X39? Sie möchten jetzt vielleicht wissen, wie Sie denn das meiste aus X39 herausholen können. So the first thing is, as the body is going to build and repair itself, you want to make sure that every day you have an adequate amount of protein and healthy fat in your diet. Also wenn der Körper sich ja von selbst durch diese X39 regenerieren kann, durch die Aktivierung der Stammzellen, ist es halt einfach wichtig, dass man eine adäquate Menge von Protein jeden Tag zu sich nimmt. So foods like salmon would be perfect to have to get both your protein and your healthy fat. Also wenn Sie in Ihrer Ernährung Samen drin haben und Körner, dann wäre das schon mal eine super Möglichkeit, um auf der einen Seite gesunde Fette und wie Omega-3 und Protein zu sich zu nehmen. Now, the body also needs minerals like magnesium, zinc, and copper to support the regeneration process. Der Körper braucht zudem Mineralstoffe wie Magnesium, Kupfer und how was it? It was Magnesium, Copper and Zinc. Und Zink. Yeah. Um den Körper eben von vornherein in der Heilung zu unterstützen. So, because many of us today don't have the best diets, I would recommend taking an inexpensive mineral supplement so you can get all the minerals you need. Und da heute die meisten Menschen keine wirklich 100% gesunde Ernährung haben, würde David empfehlen, eine preisgünstige Mineralien, eine Pille dazu zu nehmen, als eine Nahrungsergänzung, die auf Mineralstoffbasis beruht.
Now, what about the X39 patch itself? How do you use the X39? Wie wenden Sie jetzt das X39 Pflaster an? Well, first thing, in our many years of research into LifeWave patches, we find that some patches are best to use every day, and then some patches you use just less frequently. In den vielen Jahren von Lifewave haben wir herausgefunden, dass einige Patches sind dazu geeignet, wirklich jeden Tag verwendet zu werden, und andere benutzt man immer nur in periodischen Abständen. So at this point in time, I would recommend using the X39 between 5 and 7 days per week. Also nach dem aktuellen Stand würde David empfehlen, dass man das X39-Pflaster zwischen 5 und 7 Tagen in der Woche anwendet. Now, most people using the X39 are using it during the day, but if you wish to use it in the evening, that's perfectly fine as well. Die meisten Anwender verwenden momentan das X39-Patch während des Tages, aber wenn Sie es in der Nacht anwenden wollen, dann funktioniert das auch wunderbar. One of the great things about the X39 is that it treats the entire body. Eine ganz tolle Sache ist, dass dieses X39-Patch einfach für den gesamten Körper geeignet ist. So when you see our testimonials, most people are just wearing it behind the neck. Wenn Sie sich unsere Erfahrungsberichte anschauen, sehen Sie, dass die meisten Menschen das einfach direkt unterhalb vom Nacken tragen. But if you wish to place the X39 near an injury, you can certainly do that. Aber wenn Sie gerne das X39-Patch in die Nähe von einer Verletzung aufbringen möchten, so können Sie das selbstverständlich auch gerne tun. Now, as an example, we have many people that have reported the X39 has helped them with their knees. Wir haben also zum Beispiel viele Anwender, die gesagt haben, dass das X39-Patch ihnen mit ihren Knien sehr geholfen hat. Some of these people used the X39 at their neck, and others used it directly on the knee. Einige dieser Anwender nutzten das X39-Patch genau im Nacken und andere wiederum auf dem Knie selbst. Okay, so Jan, with that, let's go ahead and take some questions, and people can use the webinar system to raise their hand, and I will unmute their microphone, or if they prefer to write in a question, that would be great too. So, jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben entweder die Möglichkeit, hier im Webinarsystem die Hand zu heben oder alternativ in den Chat Ihre Fragen reinzuschreiben. And just a reminder, please do not ask whether or not the X39 can be used to treat any type of disease condition because we cannot answer that question. Und gleich eins einmal vorab, bitte fragen Sie nicht, ob X39 eine spezielle Krankheit heilen kann, denn Sie wissen, dass wir darüber keine Auskünfte geben dürfen. And also, we have a huge number of people on today, so welcome, and we will try to get to as many of you as possible. Also wir haben heute eine große Anzahl an Zuhörern und wir versuchen natürlich, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. And so, Jan, we have quite a few questions here in German, so I am sending those over to you now. Great, thank you. Also es sind ziemlich viele Fragen auf Deutsch und die schickt mir David jetzt zu. Muss mal gucken, wo ich die auf meinem iPad finde. Okay, I have to look where they're coming through because at the moment I cannot see them. It should be in your chat. I'm on my iPad and so Oh. I do not see the chat. I'm trying to make it more small, maybe then it comes. Let's see. In the meantime, we can go ahead and open up the microphone for Andreas Schutz. Hope I pronounced that correctly. Andreas? Okay, Andreas, your microphone is open. Okay, Andreas? Okay, sorry, we're going to have to come back to you because we just have so many questions here today.
How are we doing with the chat window, Jan? Any luck? Well, I'm sorry I don't see the chat window, but maybe you can put it like we did in earlier sessions, send it to me quickly on Skype. Okay. Bear with me. So let's go over to Hannah. And Hannah, I'm not sure I'd want to try to pronounce your last name. That would be difficult for me. Drojuska? Zdrojewska. Okay. Zdrojewska. Okay. Hannah, go ahead. What's your question? Well, actually, I wondered, because it was promised some time ago that we may replace tissues which were completely broken. I'm interested in growing my teeth which were removed some time ago. And I believe that X39 would be just nice beginning, but probably not whole solution of the problem. So that's an interesting question. Of course, we don't know the answer to that. But some time ago, a scientist that we are working with did, in fact, develop a gel that will regrow teeth and bone. So that is something that we will look to offer in the future, but this has to be sold through dentists. So we're looking at that. But actually, there is a technology for reaccumulating and rebuilding bone in the mouth. Okay. Yeah. But would you like to have somebody who would just experiment on self, like me, for instance? I've got a dentist who is just quite open, and maybe we can well start collaboration, because well I used to work as a scientist and I always try everything myself. Sure. Yeah, this is actually a finished product that has already been through clinical studies. So if you would like to contact our customer service in Ireland, provide your information, and I'll see if we can talk about a clinical study with you. Okay, fine. Okay, that's perfect. Okay, thank you, Hannah. Yeah, thanks. Bye-bye. Oh, here's a question. Where does the name X39 come from? Well, that's easy because I keep a logbook of different types of patches that I develop, and the X39 just happens to be the 39th patch that I have invented. So that's the place for the name. Die Frage war, wie kommt denn der Name X39 zustande? Und das ist ganz einfach, weil David hat ein Logbuch, in dem steht jedes Patch, was er entwickelt hat, in einer Reihenfolge drin. Und das ist jetzt das 39. Patch, was David entwickelt hat. Okay, here's a question. If we can compare this with Eon or other patches, which frequency is X39? Also die Frage lautet, wenn man dieses Patch jetzt mit Aeon vergleicht, welche Frequenz hat dann das X39? Yeah, and just, I know people like the word frequency, but when we talk about light, which is how our patches work, we refer to a wavelength of light, not so much a frequency. Wir wissen zwar, dass viele Menschen dieses Wort Frequenz mögen, aber da wir über Licht sprechen, möchten wir lieber über die Wellenlänge vom Licht reden. So, of course, the glutathione patch is designed to elevate glutathione. Also das Glutationspatch ist natürlich dazu entwickelt worden, um Glutation im Körper zu erhöhen. The Eon patch is designed to elevate a peptide in the liver. Das Aeon-Patch ist entwickelt worden, um ein Peptid in der Leber zu erhöhen. So the X39, of course, activates a completely different peptide in the body than our other patches. Und das X39-Patch wiederum entwickelt bzw. verstärkt ein ganz anderes Peptid in unserem Körper als alle anderen Patches, die wir bis jetzt auf den Markt gebracht haben. And of course, when we officially release the X39 in January, then you will be able to learn all about this peptide. Und natürlich werden Sie im Januar, wenn wir X39 offiziell in den Markt einführen, alles über dieses Peptid erfahren können.
And of course, we are going to be doing that live from Austria, so hope to see you all there at the event. Und das werden wir natürlich live in Österreich machen und insofern hofft David, möglichst viele von uns dort wiedersehen zu können. Oh, so here's a question about if someone is using the X39 and they want to use Eon or glutathione, where would they apply them? Hier ist eine Frage, wenn jemand X39 anwenden möchte und er nutzt uns aber auch noch das Aeon-Patch zum Beispiel, wo sollte er es dann hinkleben? So based on what we know today, I would recommend using the X39 at the back of the neck and then Eon or glutathione below the belly button. Also von dem aktuellen Stand der Technik würde David empfehlen, das X39-Patch am Nacken zu kleben und das Glutathion und das Eon dann dementsprechend unterhalb vom Bauchnabel anzuwenden. X39 is very powerful and you don't necessarily need to combine it with other patches though. X39 ist sehr, sehr kraftvoll und insofern ist es nicht notwendig, es unbedingt mit anderen Patches noch zu kombinieren. But if you wanted to experiment with other patches, you could. That's something we're still in the process of testing. Aber wenn Sie ein bisschen experimentieren wollen, können Sie das natürlich gerne auch mit anderen Patches zusammen anwenden. Da sind wir momentan noch in der Testphase. There's a question here on is it possible to use if you have Parkinson's or shouldn't a person use it? Hier ist eine Frage, wie ist es bei Parkinson-Krankheit? Soll man das Patch anwenden oder sollte man es besser nicht? That's actually a very interesting question, which I can't answer because I don't want to make a medical claim. Das ist zwar eine sehr interessante Frage, aber David kann sie momentan nicht beantworten, weil er hier keine medizinischen Aussagen treffen möchte. But there's quite a bit of research today on the use of stem cells in treating Parkinson's disease. But of course, you know, we're not going to be making those kind of claims about our product. Es ist zwar viel Forschung gerade im Bereich von Stammzellen für die Anwendung bei Parkinson, aber wir wollen da zum jetzigen Zeitpunkt hier keine Aussagen zu treffen. Okay, let's see. We're past the hour. Let me see if there is one or two other questions we could answer. Haben wir noch mal ein, zwei weitere Fragen beantworten können? Oh, here's one I want to share. This is from a longtime Lifewave member. Nice to have you on. David, nice to see you again, and thank you for this wonderful patch. I can do more workouts because my knees are not hurting anymore. I will send my testimonial. Well, thank you. That is great to hear. Das war ein kurzer Erfahrungsbericht von einem alten Lifewave-Vertriebspartner, der sagt, dass er wieder erheblich besser trainieren kann, weil seine Knieschmerzen nicht mehr da sind. And let me see, maybe just one last question. So someone interested in wrinkle reductions, where do you apply the patch? Wenn jemand daran interessiert ist, seine Falten zu verringern, wo sollte man da das X39-Patch anwenden? So far, from what we have seen, people experience wrinkle reduction and skin tightening even with the patch at the back of the neck. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass Menschen auch im Gesicht ihre Falten reduzieren können, wenn sie das X39-Patch einfach in den Nacken kleben. So, of course, there's much we are still learning about the X39. So in the future, there may be a better patch placement, but this is what we see so far. Wir sind natürlich noch momentan am Testen und zum aktuellen Zeitpunkt können wir nur sagen, dass die beste Position eben unter dem Nacken ist. Here's a great question. I'm going to make this the last one, and it's from one of our leaders. Can the X39 elevate the effect of other patches? Die Frage lautet, ob das X39-Patch andere Patches in der Leistungsfähigkeit weiter steigern kann. The answer to that is yes. So one of the things I enjoy testing is X39 with energy and carnosine because I enjoy exercise. Und die Antwort ist ganz klar ja. Also David selbst verwendet zum Beispiel die Energy Enhancer mit X39 und das Carnosin, weil er selbst einfach sehr gerne körperlich trainiert.
Okay, so with that, I'm going to have to go off to another training webinar, but I would like to thank all of you for being here today, and you can look forward each week to new information and testimonials on X39. So thank you and stay tuned. So Jan, thank you so much for being here to translate, and thank you to all that you do as a leader in the company. Thank you very much, David. Also mit dem, was David jetzt gesagt hat, muss er sich leider verabschieden, weil er schon wieder in das nächste Trainingswebinar hinein muss. Gucken Sie sich regelmäßig die X39 Webseite an. Dort finden Sie jede Woche neue Informationen und einen wunderschönen Abend für Sie. Okay, danke schön and auf Wiedersehen. Thank you very much, David. Thanks, Bye-bye. Jan. Bye-bye.